Mein Name ist Andrea, ich arbeite in einer Lehrproduktionsschule und bin für den Fachbereich Textil verantwortlich. Mein Name ist Bernhard Ebner. Ich bin Jugendcoach bei der Volkshilfe Tirol im Jugendqualifizierungsprojekt BETTER. Mein Name ist Christian Kovacevic und ich bin Abgeordneter zum Tiroler Landtag. Also mein Name ist Harald Stoiber und ich bin bei der Stadtgemeinde Kufstein angestellt für die Bereiche Familie und Jugend. Ich bin die Johanna, ich arbeite als Jugendarbeiterin in Söll und in Schwoer. Mein Name ist Lisa, ich arbeite als Trainerin in einer Produktionsschule. Hallo, ich bin der Simon, Jugendarbeiter in Söll. Ich bin der Lukas Schober, ich bin Jugendbetreuer im Jugendzentrum Kufstein. Gehen viele von den Jugendlichen, mit denen du arbeitest, wählen? Was glaubst du, warum nicht? Leider nein. Also wir reden auch wirklich über dieses Thema, weil es auch Teil von den Trainingseinheiten bei mir im Nachmittag ist. Und ich habe den Eindruck, dass sie einfach nicht wissen, wen sie wählen sollen und was sie wählen sollen. Tatsächlich ist die Mehrheit schon so, dass sie noch nicht wählen. Also viele Jugendliche haben nicht die größten Interessen daran. Also ich sage jetzt einmal so, im Schnitt haben wir 11 Teilnehmer bei uns und wenn gerade Wahlen sein, gehen 5 davon wählen. Ja, wobei es wahrscheinlich die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, nicht so repräsentativ ist. Einige, die ich kenne, gehen sehr wohl wählen, manche auch bewusst nicht. Das kann man jetzt gar nicht so verallgemeinern, weil so individuell wie die Jugendlichen sind, ist auch natürlich ein Wahlverhalten. Ich glaube nein. Nein, weil ich glaube, dass sie nicht das Bewusstsein haben, dass sie dadurch was verändern können, weil sie einfach das nicht erfahren, dass was veränderbar ist. Ist schwierig zu sagen, weil viele Jugendliche von uns zu jung sind zum Wählen zum einen. Prinzipiell die, von denen ich weiß, die alt genug sind, gehen tendenziell eher nicht wählen, aus verschiedenen Gründen. Hauptsächlich aus Politikverdrossenheit bzw. aus Unwissen gegenüber Politik. Was könnte man ändern, damit mehr Jugendliche wählen gehen? Ich glaube, dass die Informationsaufbereitung anders gestaltet werden müsste. Das heißt, auch mehr in ihren Worten zu kommunizieren. Vielleicht auch früher damit zu beginnen, demokratische Prinzipien zu verstehen. Nimmt schon oft wahr, dass die Jugendlichen ein bisschen außen vor sind da und ich glaube, man müsste sie mehr einbinden. Ich glaube, in erster Linie wäre mir wichtig, dass die Themen, die von der Politik behandelt werden, auch mehr die Jugend betreffen. Also je mehr Jugendthemen angesprochen und diskutiert werden, desto mehr würden sich auch die jungen Menschen mit einbezogen fühlen und dann auch vielleicht eher motiviert sein, zu den Wahlen zu gehen. Politische Bildung einfach schon viel früher in den Schulen, nicht irgendwie so als Randerscheinung an Geschichte dran heften oder als, ich glaube, Unterrichtsprinzip nennt man das. Also quasi alles könnte politische Bildung sein und dann, wenn aber alles politische Bildung ist, ist ja oft nichts politische Bildung. Ich denke, dass es ganz wichtig wäre, eben, dass sie das von jung auf erfahren können, dass sie mitgestalten dürfen. Also dass man wirklich Demokratie auch im Kleinen lebt und vorlebt und ihnen da einfach bewusst macht, dass sie eine Stimme haben und die verwenden können und dadurch eben auch Veränderung möglich ist. Man muss Jugendliche müsste man sie viel früher, meiner Meinung nach, auch schulisch zu politischem Interesse hinführen, politisch bilden und also auch dazu hinbilden, eine eigene politische Meinung zu haben. Welche Plattformen und Wege kennst du, wo sich Jugendliche über Politik informieren können bzw. wo sie Infos bekommen können? Ja, also es gibt die Möglichkeit, diese Wahlkabine.at online auch zu machen. Ganz massiv die sozialen Medien. Ich glaube, dass auch vor allem die jungen Menschen in erster Linie über die Social Media die Informationen beziehen. Sehr viel über TikTok, wobei ich persönlich glaube, dass das nicht so gut ist. Ich denke mal, die Informationsquellen sind hauptsächlich Instagram, YouTube-Videos und Nachrichten, also Fernsehen auch. Zeitungen glaube ich eher nicht mehr so. Zum Beispiel das Jugendportal oder die Website Demokratie-Webstadt. Also meiner Meinung nach wäre es aber der Grundauftrag der Schule. Was wird in Österreich für die politische Aufklärung getan? Gibt es Verbesserungspotenzial? Meiner Meinung nach ist es in Österreich, aber auch weltweit leider noch so, dass zu sehr in Legislaturperioden gedacht wird. Ich denke,
ganz massives Verbesserungspotenzial wird es in die Schulen geben. Was es sicherlich noch mehr bräuchte, wären Beteiligungsprozesse, weil auch das würde die Beteiligung unter jungen Menschen sicherlich steigern. Da, glaube ich, haben wir in vielen Ebenen einfach einen Verbesserungsbedarf. Wie gesagt, sei es jetzt in Schulen oder sei es einfach in Institutionen oder wie wir auch mit und über Jugendliche sprechen. Ich habe einfach das Gefühl, es wird sehr viel mehr über Jugendliche gesprochen als mit. Also ich denke, es sollten auch sehr viele Angebote so im außerschulischen Bereich für Jugendliche gestellt werden, wo Politik einfach für sie ansprechend vermittelt werden kann. Workshops oder Besuche in Schulen zu veranstalten, die einfach niederschwellig vermitteln, was ein Gang oder was ein Gang zur Wahl einfach auch ändern kann und wie wichtig eigentlich jede einzelne Stimme sein kann.